Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den Opel Corsa E. Bei dem wollen wir einmal die Bremsen wechseln. Was ist das für ein Corsa E? 1,4 Liter Benzinmotor, 66 kW. Da gibt es zwei unterschiedliche Bremsanlagen, die man für den Corsa E haben kann, beziehungsweise für die Schlüsselnummer. Deswegen achtet darauf, welche Größe ihr bestellt. Wir verlinken das Ganze, die wir jetzt verbaut haben, aber es gibt da, sage ich mal, Verwechslungsgefahr. Es gibt Bremsscheiben, die ein bisschen größer sind, dadurch halt auch größere Klötze. Und ja, die Bremsen, die wir jetzt verbauen, verlinken wir das Ganze einmal unten. Und wenn ihr Werkzeug benötigt, könnt ihr sehr gerne unten den Link abchecken von XXL Automotive. Mit dem Rabattcode VITAWOLF kriegt ihr 5% auf sämtliche Werkzeuge. Denn folgendes Werkzeug ist zu empfehlen. Wenn wir die Bremsen wechseln, müssen wir auch den Kolben zurückdrehen. Ups. Den Kolben zurückdrehen. Und deswegen empfiehlt es sich diesen Kolbenrücksteller zu holen mit Links- und Rechtsgewinde, um den Kolben vernünftig zurückzudrehen. So sieht das Ganze einmal aus. Und ja, wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So wichtig ist es, bevor ihr mit dem Bremsen anfangt, den Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls das Ganze aufmachen und Bremsflüssigkeit absaugen oder das Ganze hier mit Lappen umlegen, damit, wenn ihr die Kolben zurückdrückt, Bremsflüssigkeit bei euch nicht auslaufen kann. Und wenn es bei euch ausläuft, das Ganze mit Wasser abwaschen und nach der Reparatur auf Bremse treten, damit der Bremsflüssigkeitsstand wieder runtergehen kann, damit die Kolben wieder ein Stück vorfahren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so sieht das Ganze dann einmal aus. Wir müssen hier einmal die Klammer abmachen. Anschließend können wir das Ganze ein bisschen drehen und sehen hier einmal den Bremssattel und schrauben den von hier hinten. Machen wir zwei Kunststoffkappen ab. So sieht das Ganze dann einmal aus. Mit dem Schraubenzieher den oberen ab. Nehmen einen 7er Imbus. Und von hier können wir dann die Schrauben abschrauben für den Bremssattel. Einmal hier und einmal hier. Das Ganze einmal abschrauben. Das sind die Führungsbolzen. Schrauben wir einmal ab. Und so. So sieht das Ganze einmal aus. Ganz wichtig ist es, die einmal sehr, sehr gut sauber machen und fetten. Genauso auch oben das Ganze. Wir können
jetzt das Ganze hier einmal abmachen. Also ein bisschen zur Seite drücken. Wichtig ist es, den nicht auf dem eigenen oder auf dem Schlauch hängen lassen. So sollte es auch reichen. So, wichtig ist es jetzt, die Gabel abzuschrauben, damit wir das sehr, sehr gut sauber machen können. Die immer zugucken, wissen, diese Flächen sehr, sehr gut sauber machen. Schmieren das Ganze. So, mit einer 19er Nuss schrauben wir das Ganze hier einmal ab. So, mit dem 30er Torx können wir hier die Schraube einmal lösen. Wenn die bei euch sich nicht leicht rausdrehen lassen, vorher ein bisschen draufhauen. So, und lasst die Scheibe nicht auf die Füße fallen. Und die Fläche natürlich sehr, sehr gut sauber machen, weil wenn die Scheibe auf Rost sitzt, dann kann es passieren, dass die Scheibe anfängt zu schlagen und sich zu verformen, weil das ja quasi nicht vernünftig auffliegen kann und dadurch ein bisschen schief steht. Deswegen sehr, sehr gut sauber machen das Ganze hier. So, und jetzt können wir den Kolben auch vernünftig zurückdrücken. Vorher auch darauf achten, dass unter der Manschette sich kein Rost befindet und das Ganze gut gängig ist. Und dann können wir das Ganze einmal zurückdrehen. Und ihr müsst auch darauf achten, wenn ihr den zurückdreht, das Ganze muss sich sehr, sehr leicht zurückdrehen lassen. So, das war's. So, das Ganze hier natürlich auch mit Drahtbürste einmal durchgehen, hier das Ganze sauber machen, falls sich da Dreck befindet, da wo die Führungsbolzen durchgehen. So, und auf der neuen Scheibe können wir sehen, wie viel das Mindestmaß ist, und zwar 20 mindestens 20 mm darf die Scheibendicke sein. Und ja, damit ihr einmal Bescheid wisst, ob ihr die Scheiben mitwechseln müsst oder nicht. So, dann schrauben wir das Ganze wieder fest. So, hauptsächlich wird sie sowieso von den Radbolzen gehalten. So, und wenn wir die Gabel dann sauber gemacht haben, gefettet haben, dann können wir das Ganze hier wieder zusammenbauen. Und anschließend die Klötze wieder drauf.
So, und anschließend natürlich das Ganze hier auch gut fetten, sauber machen, die Führungsbolzen, und das Ganze einmal festschrauben. Also die Kappen wieder drauf. So, und wichtig, anschließend die Bremsscheibe entfetten, wenn man da mit fettigen Händen rangegangen ist oder die Gabel das Ganze einmal berührt hat. Anschließend die Klammer wieder drauf. Ja Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen, wenn man die Bremsen wechseln möchte. Nehmt auf jeden Fall eine Person dabei, die sich damit auskennt, wenn ihr das selber machen wollt. Und ja, wie gesagt, natürlich wichtig, anschließend aufs Bremspedal treten, dass der Kolben auch wieder rausfährt, nicht sofort losfahren. Natürlich eine Probefahrt durchführen. Und ja, ich hoffe, mit dem einen oder anderen Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Bremsen wechselt man natürlich paarweise. Ihr habt jetzt nur eine Seite gesehen. Und wichtig, Bremsflüssigkeitsstand natürlich anschließend auch prüfen. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, wenn ihr Werkzeug benötigt, unten das Ganze mal abchecken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.